Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Scalebench und Diorama Modellbau, an dieser Stelle schöne Grüße an euch beide, organisieren wieder einen Group Build und natürlich mache ich auch wieder mit. Das Thema ist diesmal Wheeled Vehicles in Military Service. Auf Deutsch Radfahrzeuge in Militärdiensten. Wie bereits in einem kurzen Video angekündigt, werde ich einen Altarwagen von Reconquer Design bauen. Im Original heißt das Modell Mars Cart, daher Altarwagen. Das ist nämlich die einzige Übersetzung, die ich einigermaßen passend gefunden habe. Allerdings fand ich es unpassend, ein Video über Reisealtäre im Allgemeinen zu machen, vor allem weil ich darüber gar nichts weiß und nicht jemandem unwissentlich auf die Füße treten möchte. Also habe ich mir etwas ausgesucht, das diesem Wagen am nächsten kommt, und deswegen wird es heute um die Carroccio gehen. Der Carroccio ist eigentlich ein von Ochsen gezogener Triumphwagen, der von den Republiken des mittelalterlichen Italiens eingesetzt wurde, auf dem sich nicht nur die Banner der Stadt befanden, sondern auch ein Altar. Dort wurde vor der Schlacht eine Messe gehalten, und damit schließt sich jetzt auch der Kreis zu unserem Altarwagen hier. Bewacht wurde der Carroccio von den besten Kämpfern der Stadt, die auch die beste Ausrüstung erhielten, und sein Verlust galt als große Niederlage und Erniedrigung. War sein Einsatz zu Beginn nur auf Norditalien begrenzt, wurde er bald auf der ganzen italienischen Halbinsel eingesetzt und war ein Zeichen der städtischen Autonomie. Seinen Ursprung hatte der Carroccio bei den langobardischen Arimanni, wo er als Streitwagen eingesetzt wurde. Die Arimanni stellten die freie grundbesitzende Kriegerschicht der Langobarden dar. Die Funktion des Carroccio wurde aber sehr schnell zu einer rein symbolischen, nachdem nämlich das Kreuz, eine Glocke, die sogenannte Martinella, die Wappen der Stadt und ein Altar hinzugefügt worden waren. Außerdem wurde er in einer der Kirchen der Stadt verwahrt. Auf diese Weise hatte der Carroccio zwar seinen militärischen Wert eingebüßt, war aber ein politisches Instrument geworden. Ursprünglich von Bischof Ariberto von Mailand eingeführt, um die Wappen der Stadt zu führen, verbreitete sich der Carroccio von 1038 an über ganz Norditalien und dann auch außerhalb der italienischen Halbinsel. Die Ausbreitung ist aber nicht nur auf den Einsatz in Mailand zurückzuführen, sondern auch darauf, dass die Arimanni bis ins 11. und 12. Jahrhundert weitgehend ihre Stellung als Krieger bewahrt hatten und damit auch ihre Traditionen weitergeführt hatten. Einer der Mailänder Carroccio wurde in Friedenszeiten in der Kirche San Giorgio al Palazzo aufbewahrt, während andere im Palazzo della Regione, einem Verwaltungsgebäude der Stadt, standen. Erwähnt werden diese Carroccii, das müsste glaube ich auch die korrekte Mehrzahl sein, in Dokumenten aus 1158 und 1201. Welche Bedeutung die Eroberung eines Carroccios hatte, zeigt sich in einer Begebenheit aus dem Jahr 1159. Es gelang den Truppen der Stadt Brescia, den Carroccio von Cremona zu erobern. Der Wagen wurde in einem Triumphzug durch die Straßen Brescias geführt und schließlich in der Kirche ausgestellt. Die Martinella des Carroccio wurde auf dem Turm des Ratsgebäudes aufgehängt. Die Eroberung des Carroccios wurde also entsprechend gefeiert und es wurde auch als große Schmach für den Gegner angesehen, wenn man eben den Carroccio eroberte. In den Überlieferungen der Schlacht von Legnano wird auch die Rolle des Carroccios hervorgehoben. Die Schlacht zwischen dem Lombardischen Bund und Kaiser Friedrich Barbarossa fand im Mai 1176 statt. Während der Kämpfe wurden die Truppen des Lombardischen Bundes von den Kriegern Friedrich Barbarossas in die Defensive gedrängt. Sie sammelten sich um den Carroccio, der angeblich von Alberto da Gisano und der Kompanie der Toten verteidigt wurde, und es gelang, die kaiserlichen Truppen in die Flucht zu schlagen. Der Legende nach flogen 3 Tauben von den Gräbern der Heiligen Sisino, Martirio und Alessandro aus der Basilika San Simplicano aus Mailand und ließen sich auf dem Carroccio nieder, was die kaiserlichen Truppen in die Flucht schlug. Alberto da Gisano selber ist ein legendenhafter Anführer in den Reihen des Lombardenbundes. Über die Herkunft und sein Leben sind nicht viel bekannt und man nimmt an, dass er eben aus dem Ort Gisano stammte und dort auch ein Amt bekleidete. Aufgrund der Tatsache, dass er mit seinen Männern den Carroccio verteidigte, ist aber davon auszugehen, dass er entweder der Anführer oder einer der Anführer des Heeres war. Was allerdings historisch überliefert ist, ist die Tatsache, dass die Infanterie um den Carroccio in der Schlacht Aufstellung bezog und sich dort so lange verteidigte, bis der Rest der Armee des Lombardenbundes aus Mailand unter Guido da Landriano heranrückte und Friedrich Barbarossa schließlich besiegte. Aber die Bedeutung der Carroccii wird auch an anderer Stelle erwähnt, nämlich von Bonvesin de la Riva, der in seinem Buch Die Wunder Mailands den Carroccio wie folgt beschreibt. Das hier ist keine Übersetzung, auch wenn es sich so anhört. Er, also der Carroccio, war umhüllt von rotem Tuch und wurde von Ochsen an 3 Jochen gezogen, die weiße Schabracken mit dem roten Georgskreuz trugen, dem Schutzheiligen Mailands. Außerdem soll das Kruzifix so schwer gewesen sein, dass 4 Männer notwendig waren, um es aufzurichten. Neben der rein symbolischen Funktion hatte der Carroccio auch eine militärische. Diese entwickelte sich vor allem nach der Schlacht von Legnano, als es der um den Carroccio formierten Infanterie gelang, die Angriffe der kaiserlichen Ritter abzuwehren.
Bis dahin hatte man den Ritter, den Infanteristen, als überlegen angesehen. Der Carroccio diente hier als Sammelpunkt und nahm so eine taktische Rolle ein. Entsprechend bedeutete der Verlust des Carroccio in einer Schlacht zumeist auch die Niederlage der dazugehörigen Truppen. Der symbolische Wert des Carroccio wurde dadurch unterstrichen, dass er in den Kathedralen der Stadt aufbewahrt wurde, wie schon erwähnt, und in Friedenszeiten Teil aller Zeremonien und Feierlichkeiten der Stadt war. Die Instandhaltung des Wagens wurde einem Specialis Magister übertragen, der 8 Soldi pro Tag für seine Dienste erhielt. Nach der Schlacht von Legnano wurden die Carroccii auch von anderen Städten übernommen. 1228 wird der Carroccio von Florenz erwähnt, dem zusätzlich ein weiterer Wagen folgte, an dem die Martinella angebracht war. Die Martinella, also die bereits erwähnte Glocke, wurde, wenn Krieg drohte, an der Kirche Santa Maria am Mercato Nuovo angebracht und ihr Läuten sollte alle Bürger von Florenz vor den Feinden warnen. In Friedenszeiten stand der Carroccio in der Obhut einer der großen Familien, die sich im Dienst der Republik ausgezeichnet hatten. Der florentinische Carroccio wurde 1325 in der Schlacht von Altopascio von den Ghibellinen erobert. Als kurze Erklärung hierzu, die Ghibellinen und die Guelfen waren politische Gruppen in Reichsitalien. Reichsitalien war der vom Kaiser des Heiligen Römischen Reichs beanspruchte Teil Italiens. Die Ghibellinen standen auf Seiten des Kaisers, während die Guelfen die Parteigänger des Papstes waren. Der eroberte Carroccio wurde dann im Triumphzug durch die Straßen Lucas geführt und wie bereits vorher wurde gerade die Eroberung des Carroccios groß gefeiert. Im 14. Jahrhundert begann die Bedeutung der Carrocci zu schwinden, bis sie dann schließlich ganz verschwanden. Der Grund dafür ist, dass sich die Kriegsführung immer weiter veränderte. Die Armeen wurden größer und vor allem beweglicher. Hinzu kam außerdem, dass die städtischen Aufgebote immer mehr und mehr durch Söldner ersetzt wurden, die keinerlei emotionale Bindung oder ein Zugehörigkeitsgefühl gegenüber der Stadt hatten, für die sie kämpften. Mein Video zu den Condottieri, den Anführern dieser Söldner, ist ja unten verlinkt, da könnt ihr euch da nochmal informieren. Der Carroccio passte also in diese Art der Kriegsführung nicht mehr hinein und wurde, wenn man es von einem logistischen Standpunkt betrachtet, sogar zu einer Last. Der Wagen wurde von Ochsen gezogen und war deshalb zu langsam, um mit der neuen Geschwindigkeit des Krieges mitzuhalten, was letztlich dazu führte, dass sie ganz vom Schlachtfeld verschwanden. Und hier jetzt der fertige Wagen. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, abonniert den Kanal, teilt das Video und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.